Oh, Servus. Ich habe Englisch als Muttersprache. Ist das ein Segen oder ein Fluch? Meiner Meinung nach sowohl als auch. Ähm, Spreche ich die internationale Sprache? Ähm, Jein. Das Englisch, das als Lingua Franca, also weltweit benutzt wird, ist nicht wirklich meine Sprache. Es ist eher eine Sprache, die, so wie man auf Englisch sagt, von unserer Kultur geschieden ist. Es gibt viel, viel mehr Nicht-Muttersprachler, ungefähr 1 Milliarde, als Muttersprachler, höchstens ein halbes Milliard. Und wenn ich also mit Nicht-Muttersprachlern rede und ich frage, wozu hast du Englisch gelernt, also um die englischsprachige Welt zu erkunden oder besser zu verstehen, dann lautet die Antwort meistens nö. Eher wurde uns das Englische als Instrument so beigebracht, um mit Leuten aus aller Welt kommunizieren zu können. Und deswegen halte ich das Englisch, die meistens so im Ausland gesprochen wird, nicht für meine Sprache. Das ist eine Sprache für Ausländer. Naja, bin ich gesegnet? Ja, also das erste Segen, ich brauche keine neue Sprache zu lernen, um die Sprache für Ausländer zu sprechen. Ich brauche nur, ich sage nur, mein Englisch anzupassen. Also ich muss britische Ausdrücke vermeiden. Ich muss mich so verhalten, als ob ich mit jemandem rede, der niemals vorher mit einem Redner geredet habe und unsere Kultur nicht kenne und auch sich überhaupt nicht dafür interessiere. Ich bin auch verflucht, weil ich etwas nicht erleben kann. Für mich ist einer der schönsten Aspekte von Fremdsprachenlernen das Moment, wie mein Kumpel Kenny sagt, wenn du das Lachen oder von jemandem siehst, weil du seine Sprache so sprichst, gibt es kein Zurück mehr. Das ist so schön, wenn du irgendwie eine Verbindung mit jemandem machen kannst, weil du seine Sprache sprichst. Etwas, das ich sehr oft beobachte, aber etwas, was ich selbst nicht erleben kann, weil für mich ist es überhaupt keine Überraschung mehr, wenn jemand Englisch spricht. Es kann eine Überraschung sein, wenn sich wirklich für unsere Kultur interessiert, wenn jemand wirklich meine Sprache spricht und nicht einfach das Englische für Ausländer im Allgemeinen. Aber der zweite Segen, es freut mich, dass Englisch meine Muttersprache ist, denn ich glaube, es hätte mir nicht wirklich gefallen, Englisch als Zweitsprache zu lernen. Denn was ich suche durch Sprachenlernen, das ist nicht so einfach Austausch von Informationen. Also manche können das viel besser machen. Englische Nicht-Muttersprachler können das viel effektiver machen als englische Muttersprachler. Aber wenn man Englisch spricht, also wenn man diese Ausländersprache spricht, dann das ist kein Zeichen von Interesse an einer bestimmten Kultur. Es ist einfach nur ein Mittel, um Informationen zu übertragen. Und deshalb, hätte ich mich wahrscheinlich weniger Motivation gehabt. Ich hätte nicht das Gefühl, dass ich so viel daraus bekomme, wenn ich Englisch als Fremdsprache gelernt hätte, also wenn ich diese Auslandssprache gelernt hätte. Ja, so das war es. Also vielen Dank, dass ihr euch meinen Monolog angehört habt und bis demnächst. Also tschüss.